Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Bernd hier und endlich mal wieder Auge in Auge. Im vorletzten Video habe ich euch diese kleine Mini-Orchidee vorgestellt. Schaut mal, wie klein die ist. Die Phalaenopsis alvarius Blue Angel Purple Halo. Und ich habe euch auch auf der Webseite orchideenhobby.de einen Artikel geschrieben, damit ihr genau nachlesen könnt, wie die kultiviert wird und aus welchen Elternpflanzen die entstanden ist. Weitere Informationen findet ihr im Link in der Beschreibung oder über den Link in der Beschreibung und dann kommt ihr zum Artikel von dieser wunderschönen kleinen Mini-Orchidee. Jetzt habe ich gedacht, nicht immer über so kleine Orchideen sprechen, sondern wir kommen mal zu großen Orchideen. Und hier habe ich eine richtig schöne, und zwar die Phalaenopsis allura volta. Ist das nicht eine tolle Orchidee? Die macht schon so richtig Sommerlaune, wenn sie blüht. Ist die Erstblüte von dieser Pflanze. Richtig schön. Das ist ein Meristem, bedeutet, wenn ihr die Pflanze so kauft mit dem Namen diese Züchtung, dann wird sie auch genau so blühen. Das ist der große Vorteil, deswegen kann ich es euch vorstellen. Da gibt es also praktisch keine Streuung. Und ich finde es eine sehr schöne Blüte und für die erste Blüte ist es schon richtig schön groß. Richtig viele Farben sind da drin, orange, weiß, rosa, richtig toll. Da juckt es schon wieder in den Fingern, dass man sich überlegt, sollte man die beiden miteinander kreuzen? Was wird dabei rauskommen? Eine kleine orangene Pflanze mit großer, breiter Lippe, so wie das bei Phalaenopsis lobbii, die genetisch hier drin enthalten ist, so veranlagt ist. Müsste man mal gucken. Die nächste Orchidee, also das sind ja alles Phalaenopsis-Hybriden, die warm kultiviert werden müssen. Die nächste Orchidee, ich habe ja schon gesagt, Sommer, Sonne, tolles Wetter, endlich wieder Terrassenvideos, ist die Phalaenopsis Summer Lady. Und wenn ihr genau darauf achtet, die eine steht in einem schwarzen Topf, die anderen in einem durchsichtigen Topf. Und ich wiederhole es noch einmal gerne, es ist völlig unnötig, dass ihr Phalaenopsis zwingend in durchsichtigen Töpfen kultivieren müsst. Das ist völliger Quatsch. Ihr könnt sie auch in einem dunklen Topf kultivieren. Die Summer Lady, die hat auch eine ganz, ganz tolle, interessante Blüte. Wobei beide haben ihre Vorzüge. Die Summer Lady hat ein bisschen mehr stärker, kräftigere Tigerzeichnung. Die andere ist ein bisschen feiner gezeichnet, die allura volta. Man sieht auch, gut, das wird mit dem Alter auch so sein, dass hier der Blütentrieb deutlich länger wird. Aber man sieht hier bei der Summer Lady sehr schöne, lange Blütentriebe. Bedeutet, je mehr die blüht, umso mehr hängt das runter. Und ich bin ja eh der Freund davon, die Pflanzen, die Blütentriebe nicht festzubinden, weil ich finde, das wirkt so starr und statisch. Das wirkt gar nicht natürlich. Wobei so eine Hybride natürlich, jetzt habe ich das Wort natürlich schon so oft gesagt, weil so eine Hybride im Grunde ja auch gar nicht natürlich ist, sondern das ist ja eine Züchtung, menschengemacht, die würde so in der Natur gar nicht vorkommen. Vor allem auch, weil hier schon so viele Hybriden miteinander hybridisiert worden sind, dass am Ende diese Hybride herausgekommen ist. Und das ist definitiv in der Natur nicht so vorgesehen und auch nicht möglich in diesem Umfang. Aber ihr seht, was gärtnerische Züchtungskunst so bewirken kann. Und von der Kultur her, wie gesagt, wie jede Phalaenopsis auch, eine warme Temperatur, so 20, 24 Grad, Halbschatten, West- oder Ostfenster. Wenn ihr sie gießt, die hier steht jetzt in Sphagnum-Moos, die hier steht jetzt in Pinienrinde, diese kleine hier steht auch in Sphagnum-Moos. Da müsst ihr natürlich immer darauf achten, welches Substrat ihr nehmt, wie lange das Substrat das Wasser hält. Das ist bei Moos natürlich deutlich länger als bei Pinienrinde und natürlich auch anders als bei der Anwendung von Colomi. Colomi speichert ja intern die Feuchtigkeit und gibt sie dann nach und nach ab. Pinienrinde ist an und für sich nur oberflächlich nass und dann ist die Feuchtigkeit sehr schnell weg. Die trocknet also deutlich schneller ab als die beiden anderen Substrate. Gleichzeitig aber wird Pinienrinde mit der Zeit richtig alt und hält dann das Wasser auch länger. Da muss man aufpassen, wie frisch die Pinienrinde ist. Und bei Sphagnum-Moos, wenn es ein frisches Sphagnum-Moos ist, hält das natürlich sehr lange die Feuchtigkeit, hat aber gleichzeitig, wenn es nicht zu sehr gepresst ist, eine sehr lockere, offene Struktur und das funktioniert fantastisch mit Orchideen. Also Sphagnum-Moos ist eigentlich das Orchideenmedium schlechthin, aber man muss sich damit natürlich entsprechend auskennen. Warum das so ein gutes
Medium ist, erkennt ihr daran, die meisten Orchideen, die aus Asien importiert werden, stehen in Sphagnummoos und das schon einige Zeit. Und die Orchideen nehmen dadurch keinen Schaden, sondern im Gegenteil, die Wurzeln schauen richtig knackig aus. Kaum sind die dann hier, machen alle Panik und sagen, oh, die müssen sofort umgetopft werden. Das ist völliger Quatsch. Ihr müsst euch immer zuerst damit befassen, was hat die Pflanze, wie geht es der Pflanze, ist das Moos schon total zersetzt oder nicht. Man erkennt das, wenn das noch richtig schön hell ist und locker ist und gut, die Töpfe sind nicht ganz so locker aus Asien, wenn man so nimmt, die nehmen schon richtig viel Moos, aber man erkennt das, wie gut das Moos noch ist und dann kann man es eigentlich noch lang genug drin wachsen lassen. Genau, das waren die beiden Orchideen, die ich euch eigentlich zeigen wollte, aber ich habe euch ein bisschen mehr erzählt. Die Alura Volta und die Phalaenopsis Summer Lady. Zwei richtig tolle Phalaenopsis-Hybriden. Und wenn ihr weitere Fragen habt zur Kultur und Pflege, ihr findet die Artikel zu diesen beiden Pflanzen auf der Webseite. Fotos habe ich gerade gemacht, deswegen liegt meine Kamera hier. Würde ich sagen, Daumen hoch, Kanal abonnieren, mich weiterempfehlen. Ihr könnt gerne Kanalmitglied werden, dann kommt ihr hinter das Geheimnis, welche Orchideen ich so sonst noch kultiviere. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.